Ja, hallo Mausi. Ja, hallo. Ja, hallo. Och, guck mal. Du bist aber eine Schöne, gell? Ja, ich hab leider gar nichts für dich. Und wer bist du? So zutraulich, guck mal. Wahnsinn! Nach 2 Tagen Dauerregen hat es nun endlich aufgehört und die Straßen sind wieder trocken. Heute Morgen ging es für mich vorbei am Millstätter See und über viele kleine kurvige Passagen weiter in Richtung Süden. Habt ihr diese lieben Pferde gesehen und wie sehr sie mein SW Motec Equipment testen wollten, ob es wirklich pferdebissfest ist? Und ich glaube, diese Pferdchens würden sich genauso über euer Like unter diesem Video freuen, wie ich mich. Für mich geht es heute weiter von Österreich über das Nassfeld nach Italien. Dort über die Sella Nevea weiter in Richtung Slowenien. Was ich persönlich noch nie gefahren bin, ist die Mangatstraße. Die möchte ich heute auf jeden Fall auch unter die Räder nehmen und euch hoffentlich einen guten Blick von oben präsentieren können. So eine Reise, wie ich sie jetzt gerade und auch in den nächsten Jahren machen werde, ist immer wieder eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Und gerade bei letzterem möchte ich 2 Dinge genauer unter die Lupe nehmen. Bevor ich losgefahren bin, habe ich mir einen niegelnagelneuen Satz Michelin Anarchy Wild montiert. Das ist ein Grobstollenreifen, der bei mir normalerweise nicht so lange hält. 3.500, maximal 4.000 Kilometer. Auf dieser Tour jetzt werde ich meine Gashand sehr stark zügeln, um herauszufinden, wie weit kann ich maximal mit so einem Reifen fahren, ohne dabei aber auf den nötigen Fahrspaß komplett zu verzichten. Also ich werde schon Gas geben, aber nicht mehr voll angasen und vielleicht auch keine sehr hohen Geschwindigkeiten fahren. Denn wir kommen auch schon zu Testpunkt Nummer 2, der damit ein bisschen zusammenhängt. Ich möchte gerne wissen, wie weit komme ich mit meinem Kraftstofftank. Ich habe einen 30 Liter Tank, fahre eine BMW 1250 GS Adventure und wie weit komme ich damit? Und vor allen Dingen, wie weit fährt das Motorrad noch, wenn die Restreichweite auf 0 Kilometer sinkt? Ich habe gerade mein Motorrad voll getankt bis auf den letzten Milliliter, habe alle Bordcomputer resettet und natürlich werde ich euch in den nächsten Folgen darüber berichten, wie sich die Maschine so geschlagen hat. Aber jetzt erstmal weiter im Programm. Nächster Stopp, Nassfeldpass, der Grenzübergang zwischen Österreich und Italien. Willkommen in Italien. Da habe ich das Wetter in meiner Anmoderation wohl zu früh gelobt. Es fängt nämlich gerade schon wieder an zu regnen. Ich bin da gerade nicht rausgefahren, um mir zum Beispiel Regenkleidung drüber zu werfen. Nein, meine Kleidung ist wasserdicht. Aber man muss auf jeden Fall kurz kontrollieren, ob alle Reißverschlüsse auch wirklich bis ganz oben zugemacht wurden. Und dann trage ich einen offenen Helm. Und darunter trage ich dann auch eine andere Sturmmaske, die einfach das Wasser besser abhält. Plus nochmal ein Halstuch, damit kein Wasser den Hals runterläuft. Praktisches Zeug und so könnte ich tagelang auch bei schlechtem Wetter unterwegs sein. Schaut mal hier hoch. Die Straße da oben. Ist das wirklich eine Straße? Ich bin ja hier auf so einer Bundesstraße unterwegs. Aber ob man da oben wohl fahren kann? Und da guckt man da aus dem Tunnel raus. Sieht fast aus wie eine Bahnstrecke. Das mag ich bei so einer Reise am meisten. Einfach mal zu gucken, gibt es was anderes als die Hauptwege? Und ja, gibt es. Hier geht irgendwie was ab.
Da möchte ich rein, in den Tunnel. Was ist das denn für eine wilde Strecke? Bitte, bitte lass mich da jetzt irgendwie reinfahren können. Ja, okay, ich verstehe, warum das alles so schmal war. Das ist eine Radfahrstrecke. Das muss die alte Autotrasse gewesen sein. Wow, schaut mal dort, den Wasserfall. Rein geht's in die Tunnel der Sella Nevea. Ich habe hier gerade was entdeckt. Was ist denn das hier für eine coole Abfahrt? Ist das nicht ein gutes Bild? Ui, die ist ja richtig steil. Oh, komme ich da wieder hoch? Ach du Scheiße, was habe ich jetzt wieder gemacht? Oh, ja gut, jetzt muss ich hoch. Dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Machen wir noch schnell alle Lampen an. Ich mache ja immer nur alle Lampen fürs Foto an, nicht, dass ihr denkt, ich fahre immer so. Und mit ein bisschen Schwung da hoch, sonst wird ja jetzt schon nichts. Ha, sogar eins direkt in der Mitte. So, und jetzt gucken wir uns das doch noch mal. Oder sollten wir unser Glück lieber nicht aufs Spiel setzen, weil von unten sieht es viel krasser aus. Gerade mit diesen Bergen im Hintergrund ist das doch echt ein mega Bild. Man muss jetzt hier ein bisschen weiter runter mit dem Stativ. Eher von unten nach oben fotografieren, dann sieht es natürlich noch ein bisschen dramatischer aus. So, dann probieren wir mal unser Glück. Also nur sanft abgelegt, gell? Halten wir das mal fest. Slowenien ist auf jeden Fall ein Land, was bei vielen Motorradfahrern überhaupt nicht auf dem Radar ist. Und hier gibt es Straßen. Ich meine, ich bin gerade mal ins Land reingekommen. Schaut euch mal bitte an, was hier für ein Kurvenverlauf auf mich wartet. Und das geht an vielen Stellen durchs ganze Land so. Nach rechts würde man jetzt Richtung Süden fahren. Nach links geht es eine Stichstraße, also eine Sackgasse, zur Mangardstraße. Und da möchte ich heute mal hin. Da war ich nämlich noch nie, habe schon so viel davon gehört. Ich fahre jetzt hier mal lang. Ui, bis 22% Steigung oder Gefälle. Das ist natürlich heftig. Okay, wie funktioniert das jetzt hier mit der Maut? Ist heute gratis? Oh ja, dort. Nehmen wir noch mal den Tag der offenen Tür. Oder den Tag der offenen Schranke, vielmehr gesagt, einfach mal dankend entgegen.
Mitten durch die Natur. Dieser Weg. Ui, was für ein schicker Tunnel. Also wenn ich hier so auf die Karte gucke, dann weiß ich, worauf ich mich schon jetzt freue. Ui, guck dir das an. Boah, der Tunnel. Ist es mystisch. Wahnsinn, diese Tunnel hier. Das ist ja irre. Und vielleicht habe ich Glück und wir sind oben doch nicht in den Wolken. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist echt gering, wenn ich so da hoch gucke. Uiuiui. Und die Straße gefällt mir sehr gut. Und was mir noch mehr gefällt, ist, dass hier gerade kein Verkehr am Berg ist. Aber trotzdem, man darf sich nicht sicher sein, dass hier nichts los ist. Man muss hinter jeder Kurve damit rechnen, dass da Verkehr entgegenkommt, der auch nicht mit einem rechnet. Das ist ja unglaublich. Also diese Straße hatte ich überhaupt nie so richtig auf dem Schirm. Ein Riesenfehler. Ist ja irre. Ja, da habe ich gerade irgendwie so ein Schild übersehen. Keine Ahnung. Aber alle haben gesagt, die ich bisher gefragt habe, ob sie die Strecke hier kennen. Ja, ja, klar, kennt man. Und oben beim Schild einfach vorbeifahren. Okay. Nicht nachmachen, gell? Nicht nachmachen. Ja klar, hier sieht man, warum man mit dem Auto nicht durchfahren kann. Mit dem Motorrad gilt immer nur so eine eingeschränkte Fahrverbotsgeschichte. Ihr kennt das, richtig? Es wird langsam aber sicher dunkel. Es ist nach 19 Uhr. Ich bin wieder von der Mangatstraße Richtung Tal unterwegs, Richtung Süden. Und ich habe noch keine Unterkunft. Ich habe bei Instagram gesehen, dass Sophie und Luke von Adventurist auch hier in der Ecke gerade unterwegs sein müssen. Komm, wir rufen noch mal den Luke an. Ich bin jetzt eine Stunde nördlich von euch, sagte zumindest gerade mein Navi. Aber ich gucke mal, weil vielleicht fahre ich gar nicht mehr so weit. Ja, mal schauen. Na gut, vielleicht sehen wir uns später. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war der Luke. Und die Sophie von Adventurist. Die sind nämlich nicht weit weg von hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe mein neues Intercom. Ich hatte ja nie ein Intercom-System im Helm. Aber jetzt, dass ich einfach so Moped fahren kann und kann noch mal Leute kurz anfragen, was denn so geht, das finde ich schon sehr nice. So, es ist jetzt 19:30 Uhr. Ich habe noch keine Unterkunft. Luke und Sophie von Adventurist, mit denen habe ich gerade gesprochen, die sind aber noch über 1,5 Stunden von mir entfernt, Richtung Süden. Die haben schon in ihrer Unterkunft eingecheckt. Ich finde hier nichts mehr Freies im Ort, außer dieses hier. Für
27 €, das ist natürlich super günstig, aber das ist in so einem Mehrbettzimmer. Naja, wer zu spät kommt, hat halt ein Problem. Frühstück verfügbar, sehr gut. Auswählen, reservieren. Dass es am Abend nochmal so richtig anfing zu regnen, war am nächsten Morgen bei diesem Ausblick zum Glück vergessen. Die Übernachtung in einem Hostel hat auch immer einen Vorteil. Man lernt neue Leute kennen. So wie meine Zimmerpartner Etienne und Cédric, zwei junge Franzosen, hier beim Frühstück. Die Region um Beauvais entlang der Socha ist bekannt für viele sportliche Aktivitäten, vor allem dem Wildwasser-Rafting. Für mich steht jedoch heute das Motorradfahren abseits der üblichen Strecken im Vordergrund. Auch wenn dieser Beitrag jetzt leider schon wieder zu Ende ist, heißt das noch lange nicht, dass für euch Schluss sein muss. Denn ich habe hier links und rechts 2 Videos extra für euch. Und wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, dann klickt jetzt hier oben rechts in der Ecke auf die kleine Grafik, um auf meine Homepage zu schauen. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kostenlos abonniert habt, dann klickt hier oben links auf mein kleines Logo. Bis bald, euer Walle.